Das, was wir machen, das ist eigentlich mega friedlicher Aktivismus. Wir wollen eigentlich so ein friedliches Zusammenleben zwischen Tier und Mensch zeigen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, freue ich mich zum Arbeiten. Das ist schon auch ein Teil des Erfolgskonzepts und dass ich einfach das mache, was ich liebe. Ich glaube, das spüren auch die Menschen um mich herum. Heute sind wir bei Noah Rechsteiner im Restaurant Anoa. Sehr gerne. Cool. Hey, wie geht's? Wie läuft's? Sehr gut. Wir sind jetzt schon 3 Monate da. Wow. Und jetzt machen wir dann bald auch den Garten auf. Und jetzt heute wir noch Probe kochen für das neue Brunch-Menü. So cool. Genau, aber es ist auch mega streng. Es gibt mega viel zu tun, jetzt so als Selbstständiger, ganz selbstständig und nicht mehr als Pop-up. Noah ernährt sich vegan. Dass die vegane Ernährung aus weit mehr als Tofu und Salat besteht, zeigt er im Anoa. Also die Überzeugung, die habe ich eigentlich schon lange. Also ich ernähre mich pflanzlich seit 5 Jahren. Und ich habe im Wiederhotel in Zürich meine Lehre gemacht. Sehr klassisch, aber auch auf höherem Niveau. Und ich wollte dann nach der Asienreise bin ich zurückgekommen. Dort habe ich mich angefangen pflanzlich zu ernähren. Ich wollte auf diesem Niveau bleiben. Und es hat damals eigentlich noch kein pflanzliches Restaurant gegeben, außer die Marktküche in Zürich, das das bietet. So entstehen insgesamt 3 erfolgreiche Pop-ups. Danach trägt Noah innerhalb kurzer Zeit die finanziellen Mittel zusammen, um endlich einen permanenten Standort zu eröffnen. Wir haben ja auch das Restaurant so eigentlich finanziert mit der Anoa Family. Das sind unsere Gönnerinnen und Gönner, Gottis und Götti und Förderinnen und Förderer. Durch sie war es möglich, so jung. Ich bin jetzt auch kein Millionär, gar nicht, im Gegenteil. So sich selbstständig zu machen, da sind wir natürlich überglücklich und sehr dankbar. Noahs Konzept der rein pflanzlichen Küche findet Anklang. Und so wächst sein Team schnell zu einer jungen Truppe heran. Zwar ernährt sich Noah bisher als einziger auch privat vegan, doch den Anspruch, ausschließlich pflanzliche Komponenten mit Kreativität, Wissen und Fertigkeiten in Szene zu setzen, teilen alle. Ich sage immer, es gibt tierische Produkte, die einfach gut sind. Zum Beispiel ein Burrata oder ein gutes Stück Fleisch. Und da musst du nicht unbedingt gut kochen, weil die Produkte einfach schon von Grund auf sehr, sehr gut sind. Für mich ist es faszinierend, dass wir neue Sachen kennenlernen können und neue Sachen probieren können mit Gemüse und Früchten, die wir hier in der Schweiz haben. Das macht viel Spass. Bodenbewusstes Kochen auf unserer Seite ist uns sehr wichtig. Wir kochen immer saisonal und regional. Es ist natürlich der Wunsch für jeden Koch, für jede Köchin, mit möglichst vielen kleinen Produzenten zusammenzuarbeiten. Und ich wollte eigentlich einfach allen Mut machen, um den Schritt zu gehen, sagen am Anfang, hey, es ist auch okay, wenn man mal mit 1, 2 Partnern oder Partnerinnen zusammen arbeitet. Und dann nach im Verlauf, wenn das Restaurant ein bisschen ruhiger geworden ist, bei uns ist jetzt schon nach 3 Monaten, haben wir schon 2 oder 3 kleine Produzenten. Ich glaube, das ist wie wichtig, dass man sich nicht am Anfang zu fest überfordert und dann plötzlich die Scheuklappe zumacht und sagt, ja komm, ich lade das. Seit kurzem ist das Anoa auch sein eigener Produzent. Der eigene Garten ist nicht nur Nahrungslieferant, sondern auch Rückzugsort und Inspiration. Es macht so kreativ. Ja. Mit dem, wenn du jetzt mehr kannst du das Amüsbusch machen. Dann kannst du so etwas einwickeln zum Beispiel. Ja. Das wäre noch cool. So vielseitig das Angebot an Gemüse, Früchten und Nüssen auch ist, die vegane Ernährung bedeutet für viele auch heute noch Verzicht und Eintönigkeit. Hier will man vor allem eines: aufklären. Genau, auf jeden Fall. Es ist nicht irgendwie einfach ein Risotto mit irgendwie 2, 3 Bohnen drin oder so. Die Menschen per Fingerzeig zum Umdenken zu zwingen, liegt dem Team aber fern. Vielmehr will man inspirieren, vermitteln und bestärken. Es langt auch, wenn man nur eine Mahlzeit pro Woche vielleicht mal pflanzlich kocht. Das ist auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Wir probieren wirklich auch Sachen zu machen oder Sachen zu finden, die noch niemand gemacht hat. So. Und wo die Leute dann auch ein bisschen abholen und ein bisschen die Augen öffnen. Um auch für jemanden, der jetzt nicht vegan ist, zu sagen, hey, ich esse zwar Fleisch, aber das Rüebli-Tartar, das will ich unbedingt mal machen. Auch wenn es nur ein kleiner Impact ist, dann, aber wir probieren eigentlich aufzuzeigen, was alles möglich ist mit den Gemüsen, die wir hier haben. Kreativität ist im Anoa jedenfalls reichlich vorhanden. Davon sollen die Gäste nicht nur im Restaurant, sondern auch zu Hause profitieren.
Also auch das Rezept zum Beispiel von Purple Rain findet man von uns im Internet. Und gewisse Köche würden sagen, Signature Dish, das darfst du niemals verraten, wie das zubereitet ist. Aber ich finde eben genau schon, weil umso mehr Leute es zubereiten, Purple Rain, wenn man das daheim kocht, man kann nicht an einen Ort denken. Und jeder, der das daheim kocht, schickt mir ein Bild. Und das macht so Freude, wenn man das Bild dann sieht. Und man weiss auch, dass wenn die Gäste kommen, sicher auch wieder und dann erzählen sie einem, wie sie es daheim gekocht haben. Und dann kann man sich austauschen. Ich finde, das ist eigentlich etwas mega Schönes. Jedes Gericht ist das Resultat von Herzblut, aufmerksamem Experimentieren und vielen Überlegungen, wie man dem Gast ein besonderes Erlebnis bieten kann. Das zeigt sich beispielhaft an dem Gang Malerplatte. Das war ein Museumsbesuch beim Jeff Wall in Basel, hat eine Ausstellung und es hat das Bild, das die Farbe drauf hatte. Seine Idee war eigentlich zuerst, dass man 5 Pürees auf einem Teller hat. Und dann haben wir noch einen Pinsel dazu gegeben, dass man wie so ein bisschen malen am Tisch, also der Gast. Dann haben wir es aber probiert und haben es alle nicht so wirklich überzeugend gefunden, weil die Konsistenz halt für 5-mal Püree ist sehr langweilig so auf der Zunge. Dann ist noch eine Waffel dazu gekommen, eingelegte Radiesli. Mega oft isst man etwas einfach mit dem Handy und überlegt sich gar nicht bewusst, wie schmeckt das eigentlich. Und da muss man es halt mega machen und man kommt dann mega in Interaktion mit dem Gegenüber, was manchmal auch die Stimmung auflockert am Anfang von so einem Dinner. Ich schmecke Curry, aber es ist vielleicht die Farbe. Ich weiß nicht, wo ich denke. Nein, das ist richtig. Also es ist Curry und Linse. Ja. Das Zusammensein, das Gemeinsame, das Team. Das genießt bei Noah einen besonderen Stellenwert. Eines vom Allerwichtigsten für mich persönlich ist, wie man mit den Mitarbeitenden umgeht. Ich habe mir einen Betrieb geschafft, wo es für die Mitarbeitenden andere Kaffeebohnen gegeben hat und andere Kaffeemaschinen wie für die Gäste. Ich finde, die Mitarbeitenden sind genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger wie die Gäste. Und deswegen gibt es bei uns den allerbesten Kaffee mit der allerbesten Maschine, auch für die Mitarbeitenden. Und ich finde, das hat auch mit Wertschätzung zu tun, dass man die Mitarbeitenden wirklich ihnen Danke sagt und auch bei solchen Sachen sicher nicht spart, weil ich finde, das ist völlig am falschen Platz. Oder auch unser Personalessen, das ist wirklich, da muss man auch die Jungs ein mega Kompliment machen, die machen das so gut. Und du hast einfach so eine Motivation, wenn du da sitzt und dann auch wir als Familie wieder zusammen isst und dann so gut wie die Hause fast. Das ist mega schön. Herzlich willkommen zum Service-Meeting vom heutigen Tag mit dem Letzte Lagebesprechung, bevor die Gäste kommen. Zeit, um zur Höchstform aufzulaufen. Gemeinsam, als Team. Was mich eigentlich am meisten glücklich macht, ist eigentlich, wenn die Gäste da sind, wenn sie zufrieden sind, wenn man ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Es ist ein mega Privileg, wenn man an so einem schönen Abend, wenn zum Beispiel 2 Leute da sind, wie teilhaben und ihnen noch einen schönen Abend zu bereiten, das erfüllt mich sehr. Ich glaube, so ein Dessert, das man bei uns eben immer auf dem Tisch anrichtet, das vergisst man definitiv nicht. Und es macht auch uns mega Spass, weil so können wir auch noch mal in Interaktion treten mit dem Gast. Und das ist etwas mega Schönes, so als Abschluss vom Abend eigentlich zusammen gemeinsam das Dessert zu anrichten. Nach dem Abend ist vor dem Abend. Aufräumen, vorbereiten, zusammenzählen. Und das bis tief in die Nacht. Scheinbar unermüdlich. Der Schnauze ist wirklich wild. Das ist wirklich wild. Also der Schnauze, das ist krass. Also da der Rigi-Platz 1, das ist natürlich nicht unser Endziel. Es wird auch immer eine Werkstation bleiben, aber das grosse Ziel ist eigentlich ein eigener Hof mit einem kleinen Fine Dining, das dort angesiedelt ist, wo man selber Gemüse anbauen kann, wo man gewisse Nutztiere in Anführungs- und Schlusszeichen rettet und auch dort Bildung machen kann über das Zusammenleben Tier und Mensch. Vielleicht auch irgendwie noch Yoga-Retreats, also so etwas wirklich Ganzheitliches. Und das ist ein grosser Traum von mir. Ich freue mich da mega drauf und ja, das ist schon unser Ziel. Bis dahin dürfen wir uns aber noch über einige kreative Gerichte, Experimente und Überraschungen am Rigi-Platz freuen. Das Team tüftelt bereits am nächsten Menü. Erstmal heißt es aber ab ins Bett. Denn besonders die Unermüdlichen brauchen genug Schlaf.